Objektnummer SCP-040-DE. Klassifizierung Euklid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-040-DE ist in einer 5 Meter x 5 Meter x 3 Meter abmessenden Weichzelle unterzubringen, in der sich ein Ruhebett und eine Sitzgelegenheit befindet, welche beide allseitig mit für die Umstände zulässigem Weichmaterial gepolstert sind. Der Raum ist rund um die Uhr vollständig mit Kameras zu überwachen. SCP-040-DE ist 3-mal pro Tag mit einer ausreichenden Mahlzeit zu versorgen. Zu jeder Zeit müssen sich eine Pflegerin mit einer psychiatrischen Ausbildung und eine Wachfrau mit psychologischer Ausbildung, beide mindestens Freigabestufe 1, in Bereitschaft befinden, um SCP-040-DE zu fesseln und zu beruhigen, sobald es beginnen sollte, sich selbst zu verletzen oder sich auf andere Weise zu schaden. Besagtes Personal hat außerdem auf Bitten von SCP-040-DE zu reagieren, die sich auf den Gebrauch von Sanitäranlagen beziehen und das Subjekt bei deren Benutzung sowie bei der Einnahme von Mahlzeiten zu überwachen. Weiterhin hat nur weibliches Personal mit SCP-040-DE zu interagieren. SCP-040-DE ist instruiert, als Teil seiner Therapie einmal pro Tag einen Berichtshefteintrag anzulegen. Während dieser Tätigkeit ist es von einer Pflegerin und einer Wachfrau mit den oben genannten Voraussetzungen zu überwachen und notfalls zu seiner eigenen Sicherheit zurückzuhalten. Das Subjekt hat außerdem 2-mal pro Woche eine Sitzung mit einer zugewiesenen Foundation-Psychiaterin mit der Freigabestufe 2, im Moment Dr. Stier, durchzuführen. Anfragen von SCP-040-DE zum Erhalt von Mitteln, um sich in seiner Zelle zu beschäftigen, sind dem Projektleiter vorzulegen und von diesem nach eigenem Ermessen zu genehmigen oder abzulehnen. SCP-040-DE sind keine Medien zu zeigen, die eines oder mehrere Kriterien aus Liste 040-DR erfüllen. Beschreibung. SCP-040-DE beschreibt eine Frau mit einer Größe von 1,78 Metern und einem Gewicht von 60 Kilogramm. Subjekt ist von schlanker Statur und wird von den meisten Mitarbeitern als attraktiv beschrieben. Auffällig an SCP-040-DE sind ihre vollständig weiße Haut und Körperbehaarung sowie seine rote Augenfarbe. Diese Farbgebung rührt nicht etwa von Albinismus her, sondern entsteht durch entsprechende Farbpigmente in Haut und Iriden. Auffällig ist außerdem, dass es neben seinem Kopfhaar, Augenbrauen und Wimpern keine weitere Körperbehaarung besitzt, was ihm allerdings keine Beschwerden zu bescheren scheint. SCP-040-DE besitzt starke regenerative Fähigkeiten, die leichte Verletzungen innerhalb von Millisekunden beheben können. Beobachtungen bei schweren Verletzungen konnten bisher nicht gemacht werden. Allerdings sagte SCP-040-DE aus, dass es in der Lage sei, Gliedmaßen in kurzer Zeit nachwachsen lassen zu können und die Zerstörung seines Herzens, vollständige Verbrennung und sogar das Abtrennen seiner unteren Körperhälfte überleben zu können. Diese anomale Eigenschaft verhindert offenbar auch SCP-040-DEs biologische Alterung, wodurch sein wahres Alter nicht festgestellt werden kann. Anderweitig besitzt SCP-040-DE außer seiner bereits aufgeführten Körpermerkmale keine weiteren, für einen Menschen ungewöhnlichen Eigenschaften und hat bisher keine herausragenden physischen Fähigkeiten gezeigt. SCP-040-DE erzielte bei Standard-Intelligenztests einen IQ von 104. SCP-040-DE leidet an einer Reihe psychischer Störungen, darunter posttraumatische Belastungsstörung, extreme Androphobie und Dysmorphophobie. Aus diesem Grund ist es schwierig, längere Wortwechsel mit SCP-040-DE durchzuführen, bevor es entweder Panikattacken oder emotionale Anfälle erleidet. Auch wurde beobachtet, wie SCP-040-DE für variierende Zeitspannen spontan in Katatonie verfällt und bei Betrachtung seines eigenen Körpers, sei es durch direkte Betrachtung oder mittels Spiegeln, Fotos oder Ähnlichem, anfängt autoaggressives Verhalten zu zeigen. SCP-040-DE reagiert außerdem sehr schlecht auf Unterhaltungsmedien mit fantastischen, dramatischen, erotischen, komödiantischen, Horror-, Action- und/oder Abenteuerelementen. Konsumierung dieser führt schon nach wenigen Minuten zum Auslösen des Wirkreflexes und bereits weiter oben beschriebenen Reaktionen oder Verhaltensweisen. Entdeckung. SCP-040-DE wurde am 31.01. von der Polizei in Deutschland aufgegriffen, wo es ziellos und vollständig unbekleidet durch einen örtlichen Park geirrt war.
Als bei einer medizinischen Untersuchung zur Feststellung ihrer Identität herauskam, dass es anomale Eigenschaften besaß, alarmierte ein verdeckter Mitarbeiter der Polizei von die Foundation, welche SCP-040-DE kurz darauf in Gewahrsam nahm. SCP-040-DE behauptet zu sein. Eine Person, die vor 7 Jahren als vermisst gemeldet wurde. Diese Behauptung wird allerdings von DNA-Tests und Fotovergleichen widerlegt. Tatsächlich lässt sich SCP-040-DE objektiv keiner existierenden Identität zuordnen. Allerdings wird aufgrund ihrer Aussagen angenommen, dass es in Bezug auf seine Identität die Wahrheit sagt. SCP-040-DE gibt weiterhin an, von einem Mann namens POI-3572-DE entführt und von ihm misshandelt worden zu sein. Gegeben der Art der Misshandlungen, die SCP-040-DE in kurzen Interviews und ihren Berichtshefteinträgen beschrieben hat, wird davon ausgegangen, dass es sich bei Herrn um eine realitätsbeugende Entität handelt. Siehe dazu Bericht 040-DL. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Befragung von SCP-040-DE und um sein Trauma zu verarbeiten, empfahl Dr. Stier dem Subjekt, ein Berichtsheft zu führen, das bei jeder psychologischen Sitzung eingesehen wird, um weitere Informationen zu erhalten. SCP-040-DE war mit diesem Vorschlag einverstanden, schafft es im Moment allerdings noch nicht, längere Einträge anzulegen, bevor es aufgrund seiner psychologischen Störungen abbrechen muss. Tagebucheinträge von SCP-040-DE. Eintrag vom 12.04. Hallo? Ich weiß wirklich nicht, was ich hier aus dem Blauen heraus reinschreiben soll, Entschuldigung. Ich fasse einfach mal meine Lage zusammen. Ich sitze hier in einer Zelle von irgendeiner Geheimorganisation. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier je wieder rauskomme oder ob ich das überhaupt will. Solange wie er da draußen ist. Ob diese Leute ihn von hier fernhalten können, wenn er mich findet und mich erreicht. Der Rest des Eintrags ist unleserlich. Eintrag vom 16.04. Heute musste ich einen Fitnesstest machen. Man sagte mir, ich hätte ziemlich gewöhnliche Werte. Wenigstens eine Sache, die an mir wieder normal ist, wenn schon nicht mein Körper. Ich hasse ihn und mein Aussehen. Ich hasse sie mit ganzer Seele. Das ist sein Werk. Ich sah normal aus. So wie jeder andere Mensch, bis er kam und mich. Der Eintrag endet hier, da SCP-040-DE angefangen hatte, sich das Gesicht zu zerkratzen. Eintrag vom 23.04. Mir wurde gesagt, ich solle von Ereignissen schreiben, die mir widerfahren sind. Ich fange am besten ganz vorne an, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Gut, was heißt getroffen? Er hat mich aus meinem Schlafzimmer teleportiert. Er sagte, ihm sei langweilig und er brauche was zum Spielen. Natürlich habe ich versucht, mich zu wehren. Er hat ohne weiteres einfach die ganze Stadt in die Luft gejagt. Nur um diese Zerstörung sofort wieder ungeschehen zu machen. Niemand schien etwas bemerkt zu haben. Ich solle mich benehmen, sagte er, sonst würde der Schaden das nächste Mal permanent sein. Ich konnte mich nur ergeben, was hätte ich sonst tun sollen. Anmerkung: Auf der Seite befanden sich mehrere Wasserflecken, verursacht durch Tränen. Eintrag vom 24.04. Anfangs war es ganz lustig. Wir spielten verschiedene Filme und Geschichten nach. Ich konnte in die Rolle von Helden oder Bösewichten schlüpfen. Es war unglaublich. Aber dann sagte er, es wäre ihm zu öde. Dann fing er an, die Handlung zu verändern, so sehr, dass irgendwann nichts mehr vom Original übrig war. Und mit den Handlungen veränderte er mich. Eintrag vom 25.04. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Er dachte sich selbst Geschichten aus und verwandelte mich, damit ich hineinpasste. Als wäre ich eine Puppe mit verschiedenen Accessoires, die man ab- und anlegen kann. Er nahm mir immer die Erinnerungen an die Ereignisse davor, um mich frisch zu halten. Aber ein winziger Teil von mir erinnerte sich immer an das, was vorher passiert war. Und dieser Teil wuchs ständig. Anmerkung: SCP-040-DE wurde nach der Beendigung des Eintrags für 7 Minuten katatonisch und fing im Anschluss an zu weinen. Eintrag vom 5.5. Irgendwann ließ er wohl nur noch seine Fetische spielen. Fetische, die er wechselte wie andere Leute ihre Kleidung. Den einen Tag bin ich ein weißhaariger Vampir mit Draculina-Kleid, den nächsten bestehe ich komplett aus flüssigem Metall und den übernächsten bin ich ein Engel, vollständig mit Heiligenschein, Flügeln und Harfe. Und egal in was für eine abartige Form er mich zwang, er bekam immer einen hoch, packte mich und... Anmerkung: Die Schrift von SCP-040-DE war im Laufe des Schreibens immer wackeliger geworden.
Das Subjekt fing schließlich an zu schreien und fasste sich mit den Händen an den Kopf. Als Personal versuchte, sich ihm zu nähern, versteckte es sich unter dem Tisch und begann zu hyperventilieren. SCP-040-DE kam nach einer Minute selbstständig wieder zur Besinnung. Eintrag vom 10.05. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn man sich selbst gestohlen wird? Wenn einem das eigene Gesicht, die eigene Identität genommen und durch irgendwas anderes ersetzt wird? Wenn selbst der eigene Charakter Knetmasse in den Händen eines Wahnsinnigen ist, der einem nach Belieben Wesenszüge, Ticks, Erinnerungen und Vorlieben gibt und nimmt? Und Sie sich an diese Veränderungen überhaupt nicht erinnern können, mit Ausnahme einer leisen Stimme, die Ihnen sagt, dass das, was Sie sind, nicht wirklich Sie sind? Anmerkung: SCP-040-DE musste diesen Eintrag abbrechen, da es beim Schreiben derart aufgedrückt hatte, dass sein Kugelschreiber zerbrochen war. Als ihm ein neuer ausgehändigt wurde, weigerte es sich vehement weiterzuschreiben, mit der Begründung, es wolle einen neuen persönlichen Rekord für seine Tage ohne Anfall beim Schreiben aufstellen. Eintrag vom 12.05. Heute kam mir ein schrecklicher Gedanke. Ich weiß, dass ich nicht mehr ich bin, dass mein Wesen und Aussehen nicht meins ist. Aber ich könnte noch weniger ich sein, als ich dachte. Dieses Schwein hat bei mehreren Gelegenheiten Kopien von mir angefertigt. Richtige Kopien. Menschen mit eigener Seele und eigenem Willen. Und es hat sie alle wieder vernichtet, vermutlich weil es ihm Spaß machte. Was, wenn ich nicht mal mehr mein Original bin und das Original? Anmerkung: SCP-040-DE musste gefesselt werden, da es anfing, seinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen. Eintrag vom 21.05. Ich hatte gedacht, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, aber meine Hoffnung bestätigte sich nicht. Er kam auf den Geschmack von Splatter. Natürlich war ihm klar, dass ich sowas nicht überleben würde, also hat er mich, wie es scheint, unsterblich gemacht. Und dann... Extreme Darstellungen von Gewalt ausgeblendet. Anmerkung: SCP-040-DE begann während des Anlegens dieses Eintrags zu zittern, schaffte es, diesen Eintrag fertigzustellen. Eine Minute nach der Fertigstellung löste jedoch sein Brechreiz aus. Eintrag vom 2.06. Irgendwann kam es durch. Ich war so oft verändert, so oft kopiert, so oft mit einem anderen Ich ausgetauscht worden, dass dieser kleine Teil, der sich all diese Verwandlungen gemerkt hatte, irgendwann durchbrach. Und er konnte ihn nicht zum Verstummen bringen, so sehr er es auch versuchte. Ich hatte Angst, dass er in seiner Wut meine Heimatstadt zerstören würde. Aber er hatte einen letzten, grausamen Einfall. Er gab mir all meine Erinnerungen zurück. Absolut alle Erinnerungen, die ich in meinem Leben gehabt hatte, wahre wie falsche. Diese Flut an Erinnerungen machte mich zu dem Wrack, das ich jetzt bin. Ein Wrack, das er schlussendlich aussetzte, vermutlich um sich ein letztes Mal an meinem Leid zu ergötzen. Ich wurde weggeworfen, weil er so lange mit mir gespielt hatte, bis ich so stark beschädigt war, dass nichts mehr zu retten ging. Ich bin mir sicher, dass er sich inzwischen eine neue oder vielleicht sogar mehrere neue Puppen besorgt hat. Ich wünsche Ihnen um ihretwillen, dass Sie fliehen können, bevor es zu spät ist. Oder dass er Sie aus Versehen umbringt. So etwas sollte kein Mensch ertragen müssen. Niemals. Einige Mitarbeiter haben diese Methodik der Therapierung in Frage gestellt. Allerdings verweist Dr. Stier bei derartigen Anfragen auf SCP-040-DE, welches angibt, sich nach dem Anlegen von Einträgen besser zu fühlen. Die Ermittlungen zu POI 3572-DE dauern noch an.